Hey, hey liebe Falkensteiner Community, mein Name ist Michi Gruber und ich bin der Falkensteiner Videoblogger 2019. Fünfter 2019, Viertel 4 am Nachmittag, Falkensteiner Trip Nummer 1, los geht's. Uhr, 16:13 Uhr, wir haben es ins Auto geschafft, sind jetzt am Weg von Wien zum Falkensteiner Hotel Carinthia. 4 Stunden und 6 Minuten Autofahrt, 413 Kilometer. Los geht's. Es ist Punkt 17 Uhr, wir sind gut eine Stunde unterwegs. Jetzt Kaffeepause. Hallo. 2 Regular Cappuccino zum Mitnehmen bitte. Alles? Ja, danke. Ganz kurze Kaffeepause, damit der Markus nicht einschlaft, damit ich nicht einschlafe. Jetzt geht's weiter auf die Autobahn. Okay, Kaffeepause vorbei. 17:27 Uhr, noch 359 Kilometer bis zum Hotel. 19:56 Uhr, wir sind den Moment an Klagenfurt vorbeigefahren. Wir haben jetzt noch genau 87 Kilometer bis zum Hotel. Es ist mittlerweile stockfinster draußen, aber es wird Zeit darüber nachzudenken, was heute noch der Plan ist. Punkt Nummer 1, Check-in. Punkt Nummer 2, Skizeug für morgen besorgen. Und Punkt Nummer 3, hoffentlich noch Abendessen bekommen. Planmäßige Ankunft ist 20:57 Uhr. Ich hoffe, wir kriegen noch was zum Essen. Nach über 5 Stunden Autofahrt und wir haben uns nur zweimal verfahren, haben wir es tatsächlich geschafft und sind im Falkensteiner Hotel Carinthia angekommen. Michael Gruber, Name ich. Herzlich willkommen. Danke vielmals. Wir waren gerade beim Empfang, wir haben unser Zimmer bekommen. Zimmer Nummer 309, es hat alles super funktioniert. Jetzt heißt es nur Zimmer finden. Zimmer 309. 5 Stunden Autofahrt, zu spät zum Essen gekommen, aber trotzdem noch was zum Essen gekriegt. Haben wir es tatsächlich in unser Hotel geschafft. Jetzt noch schnell für morgen alles vorbereiten. Morgen geht's ab auf die Skipiste. Wir melden uns morgen wieder. Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Falkensteiner Community. Trip Nummer 1, Tag Nummer 1. Es ist kurz nach 9. Wir sind schon auf der Piste und heute ist kein normaler Skitag. Nein, wir haben heute einen ganz besonderen Skilehrer. Er hat in Kitzbühel gewonnen, er hat eine Weltmeisterschaftsmedaille gewonnen und er ist Olympiasieger. Sein Markenzeichen ist der grüne Helm. Ich glaube, mehr brauche ich wirklich nicht mehr sagen, oder? Heute am Plan, Skitag mit Olympiasieger Fritz Strobel. Okay, wir sind jetzt bei so einem kleinen Kinderrennen. Der Fritz Strobel, mein Skilehrer für heute, ist Vorläufer für das Kinderrennen. Deswegen warten wir hier jetzt kurz. Danach geht's weiter. Steht das erste Mal seit 18 Jahren wieder auf Skien. Bis jetzt alles gut. Bis jetzt alles gut. Er hat das Seine dazu beigetragen, um olympisches Gold zu holen. Wenn ihn einer schlagen kann, dann vielleicht der Friedl, denn der grüne Helm, der grasgrüne Helm, schon viel Glück gebracht hat. Warten, der ist noch schneller. Der spinnt der heute wieder. Heute spinnt der Trautoller. So, sauber. Mei, das war jetzt schön. Schau, wie der schön vorne ist. Und der Führende heißt Fritz Strobel, Fritz Strobel. Das Skifahren heutzutage hat sich ja ein bisschen verändert. Jeder hat schon Carving-Ski, der eine mehr, der andere weniger. Der eine mehr, der andere weniger. Fahren tut man grundsätzlich jetzt ein bisschen breiter, gell? Weil der Ski, wenn man den auf die Kanten stellt, automatisch um die Kurven geht. Man macht die Skier hüftbreit auf und stellt den Ski auf die Kanten und wenn es so flach ist, dann kann man ganz super die Taillierung, das heißt im vorgegebenen Radius, super fahren. Ich sage euch, das Fuhr, das fährt gleich hinter mir noch. Die ersten Abfahrten haben wir hinter uns, erstes Resümee, alles okay? Also perfekt, die Bedingungen wie wenn Engel reisen, perfektes Wetter, super Pistenverhältnisse und auch die Skifahrer ausbaufähig. Ganz nebenbei angemerkt, wie geil ist das Wetter eigentlich?
Uli, hilf mir kurz. Bist du die Uli von Yoga mit Uli? Yoga mit Uli. Seit wann machst du das? Jetzt in Tripolach über ein Jahr und jetzt im Sommer starten wir mit Yoga am Berg. Kann man wann machen und wo genau? Wir startet ab Mai hier am Nassfeld. Genauere Termine werden noch bekannt gegeben. Du bist der Erste, der teilnimmt, was? Ich bin der erste Teilnehmer. Yoga ist genau meins. Letzte Abfahrt für heute, dann haben wir es geschafft. Echt cooler Tag. Danke. Danke, Fritz. Okay, das war der Skitag mit Fritz Strobel. Wir sind alle wieder gut unten angekommen, es hat sich keiner verletzt. Jetzt mal kurz umziehen, fertig machen und danach geht's weiter. Okay, wir sind zurück am Zimmer, schnell fertig machen und dann ab zum Abendessen. Okay, 18:30 Uhr, Zeit fürs Abendessen. Wir sind jetzt beim Essen und es ist way too fancy, dass ich irgendwie filmen würde. Ich melde mich nach dem Essen wieder, okay? Ganz genau so geht ein absolut unglaublicher Tag zu Ende. Wir werden jetzt noch an die Bar gehen, noch einen Drink trinken. Dann war's das für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, Tag Nummer 2. Heute ist ein bisschen ein Chaos-Tag und wenn ich sage guten Morgen, ist das eigentlich gar nicht so richtig. Es ist nämlich schon 11:45 und wir hauen uns jetzt wieder auf die Piste. Wir haben uns gerade unsere Skisachen geholt, unsere Skiausrüstung. Wir gehen hier direkt aus dem Hotel hinaus und circa 50 Meter vor uns ist die Piste. Das ist das absolut Beste in diesem Hotel. Okay, also wie gesagt, es ist ein bisschen ein Chaos-Tag. Warum ein Chaos-Tag? Wir haben heute begonnen, einen kurzen Hotelrundgang zu machen. Jetzt schnell auf die Piste, damit wir dieses absolut traumhafte Wetter wieder nutzen können. Ready. Zweiter Tag, erste Abfahrt, los geht's. Unten ist das Hotel, da fahren wir jetzt wieder hin. Wir sind mitten auf der Piste. Ich bin ganz kurz stehen geblieben, um euch noch mal was zu zeigen. Schaut mal ganz kurz. Das ist unser Hotel und jetzt ganz kurzer Freeze-Frame. Dieses Gebäude, das ist das Falkensteiner Hotel Carinthia. Da ist gleich der Ausgang vom Skiverleih, der im Hotel drinnen ist. Und gleich daneben, das große Gebäude, das ist die Talstation von der Gondel. Ein Fußweg von ca. 25 Sekunden. Zweiter Tag, es ist 18:44 Uhr, der Markus und ich, wir haben uns gerade beide eine Stunde hingelegt, wir waren echt fertig. Jetzt geht's zum Abendessen. Ich habe übrigens generell das Gefühl, dass ich das Thema Essen bis jetzt noch viel zu wenig thematisiert habe. Ich verspreche, das hole ich morgen nach. Wir sind zurück vom Abendessen, es war wieder mal viel zu viel. Ich bin absolut voll, war aber auch sensationell gut. Es ist jetzt circa 9:30, wir sind beide hundemüde, wir werden uns auch gleich hinhauen. Morgen nämlich einiges am Plan. Punkt Nummer 1, Drohne fliegen. Punkt Nummer 2, Massage. Punkt Nummer 3, Spa. Deswegen geht's jetzt geht's ab ins Bett. Eine wunderschöne gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Trip Nummer 1, Tag Nummer 3. Es ist erst 6:45 Uhr in der Früh, deswegen bin ich so leise. Warum bin ich so früh auf? Ich habe gestern gesagt, ich möchte das Thema Essen mehr in den Fokus bringen. Deswegen versuche ich jetzt der Erste am Frühstücksbuffet zu sein. Mal schauen. Auch wenn man mir die Müdigkeit noch brutal ansieht. Ich habe es geschafft. Ich bin tatsächlich der allererste im Frühstücksbuffet. Und ganz ehrlich, gibt es was Besseres als Frühstücksbuffet? Schaut sich das einmal an. Okay, das mit dem Teller, das war gerade wirklich knapp. Wir haben jetzt relativ gutes Licht. Wir werden jetzt das erste Mal versuchen, die Drohne aus dem Hotelzimmer rausfliegen zu lassen und dann quasi einmal nach vorne, sodass man uns und die Skipiste im Hintergrund sieht. Mal schauen. Okay, ich habe mir nie gedacht, dass es so gut funktioniert. Was ich jetzt machen will, eine Hoteltour. Quasi einmal zeigen, was kann das Hotel eigentlich alles. Total faszinierend an dem Hotel ist die Bauweise. Es geht nämlich unter anderem voll weit nach oben, aber eben auch
aber eben auch relativ weit nach unten. Und hier sind wir zum Lobbybereich. Und die Lobby ist quasi der zentrale Ausgangspunkt für alles, was man in diesem Hotel machen möchte. Und da vorne ist der Spa-Bereich und genau dort schauen wir jetzt hin. Und bevor wir ins Spa gehen, muss ich mich natürlich noch umziehen. Jetzt bin ich adäquat angezogen und jetzt geht's wirklich ab ins Spa-Bereich. Und der Stress geht weiter. Ich muss nämlich schauen, dass ich rechtzeitig um 12:30 Uhr bei der Massage bin. Wenig überraschend ist auch der Spa-Bereich. Absolut luxuriös. Allein der Pool ist der absolute Wahnsinn. Jawohl. Hallo, Missy. Tamara, hallo, hey. Bitteschön. Gut, also hier, genau hier hinten werde ich jetzt die nächsten 50 Minuten verwöhnt. Tamara, du kümmerst dich gut um mich, ja? Das war der Spa-Bereich, das war meine Massage. Nicht vergessen, wenn ihr direkt über falkensteiner.com bucht, dann bekommt ihr nicht nur Bestpreisgarantie, sondern auch eure Spa-Behandlungen 20% billiger. Nach einem wirklich anstrengenden Tag möchte ich mich jetzt einem Thema widmen, wo ich nicht weiß, ob wir dem schon genug Bedeutung geschenkt haben. Das Thema ist Essen. Ich hatte heute einen Plan. Der Plan war Vorspeise ja, Hauptspeise ja und die Nachspeise auslassen. Und ich gehe zum Vorspeisenbuffet und hole mir meinen Salat. Alles bestens. Wir bekommen die Hauptspeise heute Lachs, sensationell gut, auch alles bestens. Und plötzlich entdecke ich den Käsewagen. Ja, dann war es vorbei. Und so passiert es, dass ich auch an diesem Abend, am übrigens letzten Abend, auch vollkommen vollgegessen hier sitze und den Abend ausklingen lassen kann. Morgen am Vormittag geht es wieder zurück nach Hause. Ich melde mich aber nochmal morgen in der Früh. Bis morgen. Ciao. Guten Morgen, Tag Nummer 4. Jetzt heißt Sachen packen, wir fahren heute heim. Das waren 4 Tage hier im Falkensteiner Hotel Carinthia. Die Koffer sind gepackt und auch schon ins Auto verlagert. Wenn ihr immer up to date bleiben wollt mit dem, was Falkensteiner macht, zum Beispiel Skitage mit Fritz Strobel zu verlosen, schaut auf Instagram vorbei, vielleicht seht ihr mich einmal in einem Post oder auch in einer Story. Meine Bitte an euch, wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht unten auf den Like-Button drauf zu hauen und natürlich den Kanal zu abonnieren, wenn ihr die nächsten Videos auch sehen wollt. Und natürlich gerne auch auf Facebook und auf Twitter vorbeischauen, was ich dort so poste. Das waren 4 Tage Kärnten. Danke fürs Vorbeischauen.